heute bin ich gerade in Deutschland. Ich bin gerade in Köln und bin wieder aus Amerika-Urlaub zurück. Und ich dachte, ich mache hier in Deutschland auch nochmal einen Vlog, weil ich bin jetzt noch ein bisschen länger hier. Also ich war ein bisschen länger hier. Wir waren jetzt auch gerade noch in Holland übers Wochenende mit Oma, meiner Mama und mit Max. Und ja, es hat voll Spaß gemacht, war richtig schön in Holland. Und ich bin sogar ein bisschen braun geworden. Ich hoffe, ihr seht das. Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zurück in Deutschland. Und diese Woche fliegen wir dann wieder zurück nach Mallorca. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir fliegen erst Ende der Woche. Und heute treffe ich mich auch endlich mit Anni. Also Leute, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Sie war jetzt auch gerade im Urlaub und ich war jetzt noch im Urlaub. Und deswegen konnten wir uns noch nicht wiedersehen. Ich habe jetzt gerade meine Haare gewaschen. Ich muss jetzt mal gucken, was ich damit mache. Ich glaube, ich lasse die einfach glatt. Tada, fertig. Auf jeden Fall gehen Anni und ich später zusammen ins Kino und dann Popcorn essen und einfach ein bisschen den Film schauen. Mehr kann man hier auch nicht so wirklich machen. Also mir gehen langsam die Ideen aus, was ich hier noch machen soll, weil ich wohne nicht so direkt in der Stadt und es gibt nicht so viele spannende Sachen, die man machen kann. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mal ins Kino gehe mit Anni zusammen. Und apropos Kino, Leute, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Ich habe nämlich letztes Jahr im Bibi Blocksberg Kinofilm mitspielen dürfen und der kommt dieses Jahr endlich raus. Und zwar könnt ihr den sehen ab dem 24. September, nur im Kino. Und der heißt Bibi Blocksberg und die verhexte Zeitreise. Das war meine erste kleine Kinorolle. Ich spiele da so eine Museumsbesucherin und ich sag sogar was in dem Film. Also ich hoffe, ihr geht alle ins Kino und schaut euch den Bibi Blocksberg Film an. Also das ist wirklich ein Film für die ganze Familie. Und ich habe letztes Jahr, als ich in Wien war, auch ein bisschen mitgefilmt für euch. Also so ein bisschen Behind the Scenes, weil ich liebe Behind the Scenes von allen Kinofilmen. Gucke ich mir immer an. Ich finde das voll interessant. Deswegen dachte ich, filme ich einfach auch für euch ein bisschen mit, wie das so war am Set von Bibi Blocksberg und was ich da so gemacht habe und wie das Drehen so war. Und ich dachte, ich blende euch das jetzt einfach nochmal hier in den Vlog rein. Deswegen, ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß bei den Behind the Scenes von Bibi Blocksberg und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier bin ich auf dem Weg nach Wien und ich wurde vom Flughafen direkt abgeholt und dann zum Set gebracht. Und ich habe hier so einen coolen Wohnwagen bekommen. Guck mal, wir waren hier mitten in der Stadt. Hallo und willkommen zum professionellen Vlog. Ich habe jetzt hier so eine kleine Kamera bekommen. Wurde ausgestattet mit Mikrofon. Ich bin jetzt Moderatorin. Willkommen am Set. Ich bin heute live mit dabei. Ich wurde informiert, in 5 Minuten kriege ich hier meine Maske und dann können wir mal gucken, was die hier zaubern aus mir. Ich hoffe, es wird schön. Ja. Hallo! Hi! Hi, ich bin Verena. Ich bin Mavi, hallo! Die Haare sind ja auch cool so. Du trägst sie gern so glatt und Ja, offen, ja. Dann ja. lassen wir sie so. Okay, ja. Oder? Ich habe mir damals sogar ein Bild gemacht von meinem Eye-Make-up, weil ich das so cool fand, aber ich krieg das selber einfach nicht so gut hin. Und hier, guckt mal, hingen noch so Bärte. Da habe ich echt Glück gehabt, dass ich den noch nicht angeklippt bekommen habe. So Leute, jetzt sind wir fertig. Findet ihr meinen Look? So sehe ich heute aus. Die Haare lassen wir so. Finde ich sehr schön geworden. Guck mal, hier ist ganz viel schönes Make-up. Habe ich mir schon abfotografiert. Und dann ging es rüber zum richtigen Drehort. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das genau war, aber es sah auf jeden Fall richtig cool aus. Es war wie so eine Art Schloss und schaut mal, wie schön das einfach hier eingerichtet war. Das ist übrigens der Raum, wo auch nachher meine Szene stattfindet. So, wir gehen jetzt zum Kostüm rüber. Ich habe es übrigens noch nicht geschafft, ein Mikro anzumachen. Ich habe die ganze Zeit ohne Mikro gefilmt. Hier ging es dann in den Kostümraum, Leute, und da hing einfach so eine Kleiderstange mit allen möglichen Klamotten zur Auswahl. Mir wurden dann hier ein paar Sachen gezeigt, die sich schon überlegt hatten, was ich so anziehen könnte. Und ich fand das total spannend, weil ich dachte eigentlich, ich blase meine eigenen Klamotten an, aber die hatten irgendwie voll coole Optionen hier. Das erste war dieser Leo-Look. Davon war ich noch nicht so ganz begeistert. Aber dann hatten wir noch die zweite Option. Das hier ist strenge Lehrerin. Ich hatte da so einen richtig langen Rock an und so ein Hemd von Prada. Aber dann gab es noch die dritte Option und die ist es am Ende auch geworden. Ihr könnt ja mal kommentieren, welche Option ihr am besten finden würdet. So Leute, das Outfit ist jetzt geworden. Ich finde, ich sehe ein bisschen aus wie aus Star Wars. Jedi-Ritter. Aber irgendwie ist es cool. So, es geht jetzt los. Gleich kommt meine Szene hier. Ich laufe jetzt mal rüber zum Set. Okay, ich zeige euch mal eine kurze Set-Tour. Mal sehen, wen ich hier alles finde. Da hinten war unser Aufenthaltsraum. Oh, ich glaube, es geht los. Ich zeig's euch mal. Hier musste man dann leise sein, weil schon gedreht wurde. Aber ich dachte, ich lasse euch jetzt einfach mal hier den Originalton. Dann hört ihr noch was, wie meine Szene aufgenommen wurde. Ja, das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist, dass Jimmy verdeckt wird. Okay, let's do it again. Und nochmal. Avi, einfach nochmal Schluss. Nochmal zurück. Und jetzt um die Ecke. Kommt ruhig um die Ecke. Ja? Ja, das ist gut, das ist gut. Und Probe, bitte. Also ich kann echt nicht mehr genau sagen, wie oft wir diese Szene wiederholt haben und wie oft ich hin und her gelaufen bin von diesem Raum. Entschuldigung,
können Sie ein bisschen Abstand halten. Oh, ja, natürlich. Zwischendurch gab es noch immer noch so ein kurzes Coaching. Da haben wir nochmal die Texte ein bisschen durchgesprochen, haben noch so ein paar andere Sachen angepasst, die man noch verbessern könnte. Einfach damit man den Text auch nicht vergisst. Ja, und dabei gab es auch damals schon so viele interessante Fragen. Dann sage ich, schau mal da vorne. Ja. Okay, gut. Was den Pinsel? Ja, genau. der Pinselstrich. Genau. Könnt ihr das auch immer sagen? Immer sagen, okay. Ja. Das ist super, weil man hat ja Ich bin echt mal gespannt, wie meine Szene dann jetzt im Kino aussieht, weil diese große Lampe da wird man ja hoffentlich nicht sehen. Und hier war ich noch mit meinen beiden Filmkindern. Liebe Grüße an euch, falls ihr das seht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles zu drehen. Und hier habt ihr nochmal ganz exklusiv eine Aufnahme von Bibi Blocksberg. Da wurde sie gerade noch geschminkt. Und ich freue mich auf jeden Fall, das jetzt alles im Kino zu sehen. Ich hoffe, ihr habt auch Lust bekommen, euch den Film anzuschauen. Den gibt es ab dem 24. September nur im Kino. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Behind the Scenes, Leute. Aber jetzt freue ich mich erstmal aufs Kino heute. Und ich habe jetzt hier schon mal eine Tasche gepackt. Ich habe auch noch eben schnell meine Kontaktlinsen reingetan, weil ich habe einfach vergessen, meine Kontaktlinsen reinzutun, als ich im Kino war. Und ich habe das gemerkt, als der Film schon losging. Und ich war so, also irgendwie die Kamera, die da benutzt haben zum Film, ist aber schlecht. Und dann war ich so, warum ist der Film so unscharf? Wir lernen aus Fehlern. Heute habe ich die Kontaktlinsen an. Ich habe jetzt noch ganz schnell meine Tasche zu Ende gepackt. So. Und mir ist auf jeden Fall sehr warm gerade, weil ich habe meine Jogginghose hier an. Aber ich dachte, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie Shorts anzuziehen, weil dann klebe ich da an diesem Sitz fest im Kino, wenn es so warm ist. Oder mir wird einfach viel zu kalt in Shorts sein, wenn die halt die Klimaanlage anmachen. Deswegen habe ich mir gedacht, Shorts sind irgendwie nicht so die beste Wahl und ich hatte keinen Bock, da in Jeans zu sitzen. Ich hoffe, Anni macht sich nicht so schick, damit wir beide so im gleichen Vibe sind. Und nicht ich aussehe wie hier die, keine Ahnung, Schlabbelise, die da ins Kino kommt. Ich habe hier auch noch ein kleines Geschenk für Anni, weil sie hatte Geburtstag und das gehört eigentlich nicht zum Geschenk. Das habe ich einfach so mitgebracht aus Holland. Streusel. Und ich habe ihr noch ein T-Shirt mitgebracht aus Amerika, also von Brandy. Ich glaube, das nehme ich jetzt aber heute noch nicht mit. Wir sehen es bestimmt nochmal, weil dann hat sie das ja im Kino mit. Das wäre jetzt nicht die schlauste Idee. Deswegen, ich glaube, ich lasse es doch hier. Ich muss jetzt auch los. Wir holen jetzt noch schnell Anni ab und dann sehen wir uns gleich, wenn wir da sind. Ich freue mich. Hallo! Leute, habt ihr Anni vermisst? Ich habe sie vermisst. Yay! Ich auch. Endlich wieder weg. Wir sind jetzt hier im Kino. Wir haben uns gerade Popcorn bestellt, da in diesem tollen Gerät. Jetzt und warten wir. wir hoffen, wir bekommen jetzt auch unser Popcorn. Und ich freue mich. Wir sind abholbereit. Ich bin auf jeden Fall bereit. Wir sind so eine halbe Stunde zu früh, aber egal. Popcorn ist secured. Yay. Okay, Leute, ich glaube, ich habe das wirklich aufgegessen, bevor der Film überhaupt anfängt. Wir laufen jetzt auch hier so eine halbe Stunde rum. Oder wir setzen uns schon mal rein. Da ist unser Kino und ich glaube, wir gehen schon mal ein bisschen rein. Dann können wir schon mal die Werbung gucken. Ich freue mich. Ich mich auch. Guten Morgen, Leute. Ich habe gestern gar nicht so gevloggt und heute ist jetzt schon der zweite Tag. Ich habe irgendwie total verpeilt, gestern noch was zu filmen, weil ich war gestern dann, nachdem ich gevloggt hatte, auf TikTok live. So eine Stunde oder so. Und danach war ich halt bei Oma und ich habe noch so ein paar Sachen für Breezy Bay gestern auch gemacht und ja, genau, deswegen bin ich jetzt erst wieder hier back im Vlog und wir haben 10:52 Uhr gerade und um 11 Uhr treffe ich mich mit Anni, wir gehen zusammen in so ein Café und das ist eigentlich nur so 5 Minuten zu Fuß mir weg, das heißt, ich müsste es eigentlich jetzt noch gut schaffen, dahin zu laufen bis 11, aber ich bin gerade noch mal in Workout-Klamotten. Weil ich habe gerade noch ein paar Workout-Übungen gemacht, da hinten auf meiner Turnmatte, einfach mitten in meinem Chaos drin. Ich dachte, wo ich jetzt so lange hier nicht im Gym bin, kann ich mal schnell noch was machen. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt gleich ready und ich muss noch mal ein Outfit raussuchen. Aber ich glaube, ich ziehe mir jetzt einfach schnell irgendein Kleidchen an oder so. Ich glaube, es ist ziemlich warm draußen. Und später muss ich dann auf jeden Fall noch mein Zimmer aufräumen, weil so kann ich hier kein YouTube-Video filmen. Also ich vlog zwar gerade für euch, aber ich wollte gleich noch so einen Haul filmen von all den Sachen, die ich in Amerika gekauft habe, weil haben so viele nachgefragt, was man machen kann, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Und dann muss ich noch ein bisschen packen, weil wir morgen ja schon zurückfliegen. Und heute Abend kommen dann noch meine Tante, mein Onkel und meine Oma rüber zum Grillen, weil wir schauen noch zusammen die Sonnenfinsternis an. Irgendwie machen wir da so ein Grill-Event draus. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, ob ihr überhaupt irgendwas Cooles sieht heute von der Sonnenfinsternis. Aber das ist auch erst um 19 Uhr oder so. Ich mache mir jetzt noch eben schnell Kontaktlinsen rein und ziehe mich dann um. Und dann gehe ich los. Ich hoffe, in dem Café kriege ich einen guten Kaffee, weil ich hatte heute noch keinen und ich brauche dringend einen Kaffee. Und ja, ich glaube, ich ziehe jetzt einfach schnell dieses Kleid hier über, weil ich habe echt keine Ahnung, was ich anziehen soll. Und ich glaube, es ist warm draußen. Deswegen, ich glaube, das ist echt eine gute Idee. So, Kleid ist an. Ich schreibe jetzt eben kurz an, dass ich 4 Minuten zu spät komme. Laufe jetzt los. Okay, ich wollte mich auch eben schnell einmal hier mit Bronzer ein bisschen abpudern, weil irgendwie sah ich ein bisschen fleckig aus gerade im Badezimmerspiegel, als ich meine Kontaktlinsen reingetan habe.
Leute, ich war gestern irgendwie so spät im Bett, erst so um 12:30 oder so. Und jetzt habe ich voll Augenringe heute. Seht ihr das? Ich glaube, ihr seht es nicht. Aber ich mache jetzt auch schnell ein bisschen Concealer drauf. Oh je, mein Zimmer gleich aufzuräumen wird eine Qual, weil es ist wirklich sehr unordentlich. Ich schmeiße, glaube ich, einfach alle Sachen in den Koffer. Wirklich, Leute, wenn ich morgen zurückfliege, lohnt sich das jetzt nicht, so 100%ig aufzuräumen. Oh, Anni hat mir geantwortet. Was sagt sie? Schreibt, okay. Ich zeige schnell mein Outfit. Fit of the day. Ein bisschen overdressed vielleicht hier für das Dorf, wo ich wohne. Aber ist mir jetzt auch egal. Los geht's. Leute, ich bin wieder zurück. Wollt ihr mal sehen, wie viel Uhr es ist? Es ist 17:39 Uhr. Ich habe mich um 11 mit Andi getroffen. Seitdem habe ich nicht mehr viel gemacht. Wir haben richtig lange im Café gesessen und gequatscht. Also bestimmt so bis 13 Uhr oder so. Und dann habe ich gerade eben noch Eis selber gemacht und noch ein Reel gemacht. Und jetzt habe ich immer noch nicht aufgeräumt, weil dieses Chaos ist einfach unbesiegbar. Ich habe mich geschlagen gegeben fast. Please look at this. Ne? Also das ist sehr schlimm. In dem Koffer sind auch noch Sachen drin, die ich in Holland mit hatte. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Und hier geht es weiter. Und ihr findet eben mein Bierkönig-Schlaf-T-Shirt. Darin schlafe ich immer. Und hier liegen auch noch Klamotten. Und da sollten sie endlich hängen. Da sieht es auch aus, als hätte da irgendwer drin gewütet. Ja, und darüber reden wir auch nicht über den Schreibtisch. Der geht ja noch, ne? Oh, außer der Matcha, der schon 3 Tage alt ist. Auf jeden Fall kommt in einer halben Stunde die Familie. Deswegen gleich kann ich nicht mehr aufräumen. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Und wir schauen jetzt mal, wie viel von dem Chaos ich da hinten beseitigt kriege innerhalb von einer halben Stunde. Ich hoffe viel. Ich muss mir gerade mal eine Jogginghose anziehen, Leute. Weil ich glaube, so kann ich mich nicht beim Aufräumen filmen. Ich habe nämlich gerade einen Clip aufgenommen und ich habe so die Sachen aufgehoben und ich habe meine Shorts an. Und diese Shorts, die habe ich eigentlich nur zu Hause an. Oder auf Mallorca, wenn es ultra warm ist, weil diese Shorts ist wirklich so kurz, wenn sich bei halben Po. Und hätte ich alles verpixeln müssen. Deswegen aufräumen heute in langer Hose, ne? Wir sind hier nicht auf OnlyFans. Fertig geworden und ich habe jetzt hier in den Wäschekorb auch schon mal Sachen gesammelt, die noch im großen Koffer müssen. Und ganz wichtig, meine Streusel. Ich habe mir aus Holland mitgebracht. Hier auf dem Sitzsack ist jetzt auch kein absolutes Chaos mehr. Und hier hängen jetzt auch die Sachen. Leute, ich sag jetzt schon mal Tschüss im Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Dann könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren und noch einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe jetzt noch ein paar Clips gefilmt von der Sonnenfinsternis. Ich sehe ja gar nichts mehr, Leute. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Hier, man sieht. Nee. Das ziehe ich nicht an. Das passt nicht zu meinem Outfit. Ich habe reingeguckt, wenn ich jetzt blind.